Leute, wir haben viel vor. Dieser Städtetrip wird ein bisschen ungewöhnlicher als andere. Und das startet schon mal damit, dass wir nicht alleine loslegen. Wir haben uns mit der Anna verabredet auf dem Markt hinterm Dom. Mann, Da ist das sie. ist wirklich Hi. ist schon Ist gar nicht Arbeit, so, hierher zu kommen. ist gar Es ist nicht so echt einfach. sehr viel los hier, ne? Ja. Ganz kurz für euch zur Erklärung, Leute. Die Anna macht für den SWR was Ähnliches, was wir mit dem Städtetrip machen, ne? Schöne Orte vorstellen, Genau. Ja. Expedition in die Heimat. Und was wir jetzt zusammen machen hier, ist eine Art Gegenbesuch. Wir waren nämlich zusammen mit der Expedition in die Heimat schon in Frankfurt unterwegs. Das war wunderschön. Super. Also es ist easy, man muss nichts ballern. Sollen wir mal rein? Wir machen mal schon angefangen. Ja. Und jetzt sind wir hier quasi in ihrer Heimat, in Mainz. Und da, wo direkt das Leben tobt, das merkst du aber, ne? Hier sind eigentlich alle, hier ist so ein bisschen sehen und gesehen werden. Hier tobt das Leben. Das ist der Markt. Mainzer Marktfrühstück, genau. Das Mainzer Marktfrühstück, das ist wichtig. Richtig, also man kann hier natürlich auch einfach Lebensmittel kaufen, aber man genießt hier, weißt du was in Mainz, das hast du wahrscheinlich schon gehört, wegwurscht Woi. Wegwascht Woi, die heilige Genau. Dreifaltigkeit. Genau. Und es wird viel Brötchen, gebabbelt. Wurst und Wein. So sieht's aus. Das hatte ich nicht richtig auf dem Schirm, sonst würde ich hier wohnen. Ist aber nur samstags, so das Okay, würde dann. dich retten. Ja, Ne? okay. Wegwascht Woi. Ja. Gut. Da ist unser Mann. Sehr gut, Ja. sehr gut. Hallihallo. Hi. Servus. Tobi, hallo. Na? Grüß dich. Hallo. Hi. Und? Und besonderer Tag, man merkt ja, hier tobt das Leben und es ist ja noch besonderer dieses Wochenende als eigentlich. Ja, ne? wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Wir haben ja das 25 Jahre Mainzer Marktfrühstück. Erst mal Moment. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, 25. Hier, guck mal, da hier blutjung. Wie heißt du? Entschuldige. Ich bin der Ralf. Ralf. Die Anna hat gesagt, also Marktfrühstück ist quasi das Must-Have zum Start Ja. in ein Wochenende. Und Wein spielt aber schon eine Rolle beim Marktfrühstück. Das Ja, habe ich richtig Wein spielt verstanden. eine große Rolle und wir sind vor 25 Jahren angetreten und heute noch, um den Wein nach Mainz zu bringen, den okay. Mainzer Wein nach Ja. Mainz zu bringen, um diese Kultur auch hier in Mainz aufrechtzuerhalten. Dann haben wir auch eine leckere Roséschorle Roséschorle hier. Jawohl. Vielen Dank. Aus unserem Jubiläumsglas. Bist du Mainzer? Ich bin Mainzer. Ja, okay. Ich bin hier in der Altstadt groß geworden. Zum Wohl. Auf euch. Frühstück. Wie lange? Die Mainzer sind ja sehr lebensfroh Ja. und in Mainz hat man immer das Mainz-Gefühl, diese Offenheit, dieser Frohsinn. Ja. Bist du in einer Winzerfamilie groß geworden? Nein, ich bin nicht in der Winzerfamilie groß geworden, aber meine Frau stammt aus einer Winzerfamilie. Und Du hast klug geheiratet. Und über diese Schiene bin ich dann auch vor 25 oder über 25 Jahren in diesen Bereich reingeschnuppert. Ja. Und, Das klingt aber, als wenn es dein Ding wäre. das jetzt. ist mein Ding. Mir hat letztes jemand gesagt, das gehört zu Mainz wie der Dom. Okay. Das Marktfrühstück. Das ist schon mal- Und jetzt brauchen wir noch weg und wascht. Jetzt brauchen wir noch den Feststoff quasi. Na klar. Machen wir? Ja. Nehmen wir das mit? Können wir mitnehmen? Ja, nimmt er mit, gibt er mir Geben wir gerade wieder wieder. Machen wir. Ja, Okay. Gell, sonst sind wir ja nicht richtig ausgestattet. Tschüss. So, hier einmal Outfit. Anna, ich gebe dir das mal. Ach, warme Fleischwurst sogar. Kommt jetzt echt sehr gelegen. Ich verstehe. Ich finde, das ist echt das Beste. Jetzt Man kann über den Mainzer jetzt schon sagen, was man will. Hier und da hat er gute Ideen. gut, oder? Gut, so geht es los. So geht das, ja. Weg, wascht, Woi. Anna und ich haben ja mal zusammengearbeitet und die HR3 Morning Show zusammen moderiert, bevor, Vor 10 Jahren, ne? bevor Ja, du genau. beschlossen hast, du willst auf die andere Flussseite. Genau, nach Rheinland-Pfalz. Ja. Ja. Schön war das, ne? Das war also ehrlich gesagt war das bezahlte Freizeit. Das muss ich mal wirklich. Nee, wir hatten echt, bis auf das frühe Aufstehen war es jeden Morgen einfach Spaß. Das war richtig gut. So, jetzt sind wir ja in deiner Heimat hier, ne? Mit Mainz. Ich finde es jetzt schon sehr überraschend, habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Was würdest du sagen, was macht die Stadt aus? Also ich bin ja von Haus aus Saarländerin, aber ich bin hier wirklich. Ach, guck mal hier. Moment, wir müssen kurz winken. Fans. Hi. Ah. Gute! Ich finde ganz ehrlich, man kommt hier natürlich an mit so einem Frühstück auf dem Markt, das ist super, aber Rosenmontag hat mir die Stadt erklärt. Also Fastnacht ist ja hier das Ist wirklich Thema. das Ding? Ja. Ja. Und diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und trotzdem locker, das ist hier ganz speziell und was für eine Kultur, für Gedanken, für Strukturen hinter der Fastnacht. Ich finde, das muss man hier sich einsaugen, um Mainz zu verstehen. Okay. Du, ich hab ein Date
im Dom. Kommst du mit? Komme ich mit? Ja? Bin ich Oder? jetzt sehr erstaunt, dass es direkt so losgeht mit Hochkultur, Dom. Ja, manchmal. Manchmal. Ja. Ja gut, die Wurst ist drin, der Wein ist andere drin, Seite. jetzt kann man Genau, ja. entspannt sein. Ne? Ist das schön? Total himmlisch, oder? Ganz unwirklich. Super, oder? Oh Gott, ist das schön. Man hat echt das Gefühl, das erfüllt jeden Winkel des Doms. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Na, klatscht nicht, gell? Nein. Ja, dürfen Sie, wenn Sie möchten. Mega gut. Wirklich. Hi. Grüß dich. Ah, guck mal, da wird auch gegrüßt. Ja. Tobi, ist die Anna. Carsten, hi. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ist dein Chor? Ja, mein Chor. Ja. Ist das, also ich bin wirklich gerührt vom Zuhören. Wie geht's denn dir? Ist es immer noch so, dass das jedes Mal ans Herz geht? Ja, es geht jedes Mal ans Herz. Wie bist du hier gelandet? Ich bin in meiner Heimat in Westfalen, in Gütersloh, auch in einem ganz ähnlichen Chor groß geworden und habe dann vor 30 Jahren Musik studiert und bin jetzt seit 20 Jahren hier am Dom und mache Musik mit den Kindern. Ah, ist das schön. Berührt euch das selbst auch beim Singen? Also fühlt ihr euch so ganz anders als normal? Du nix, ja? Im Dom ist etwas Besonderes, Ja. weil man ist eben vor diesen ganzen Leuten und gerade bei so einem Konzert hat man eben so, ist man sehr gestresst, weil dann hat man so viele Augenpaare auf sich okay. gerichtet und fühlt sich, wenn eine Sache schief geht, dann ist eben alles weg. Das glaube ich. Also ein bisschen Lampenfieber ist mit dabei dann? Ja. Ja, okay. Aber daran gewöhnt man sich. Aber Okay. die Mannschaft hilft dir wahrscheinlich auch, oder? Dass alle um dich Ja, rumstehen. also man fühlt sich, es ist eine gute Gemeinschaft Ja. hier. Ja. Und wenn man zum Beispiel eine Stelle nicht kann, dann kann man sich immer auf andere verlassen. Was mich total erstaunt, das ist ja ein Riesenchor. Ja. Also, dass so viele junge Menschen Lust haben mitzumachen und dass du die immer hier auch alle so in so einer großen Mannschaft zusammenkriegst. Das ist ja für viele Vereine ein Thema. Also für uns ist das Gott sei Dank noch kein Thema. Wir haben den Domchor hier, den ihr hier jetzt gerade seht, aber es gibt auch noch einen ganz, ganz tollen Mädchenchor. Und insgesamt haben wir knapp 600 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die mit Okay. uns hier Musik machen. Und die kommen 2- bis 3-mal in der Das ist Woche. krass, ja. Und ja, Musik verbindet irgendwie so. Ne? Also da müssen wir gar nicht drüber genau. reden, auf jeden Fall. Aber So, es ist ne? ja eine enorme Disziplin, 2-3 Mal die Woche. Ne? Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf und das ist auch so ein bisschen die Tradition vom Mainzer Domchor. Wir sind ein Chor, der ohne eigene Schule arbeitet, der ohne Internat auskommt. Die Jungs kommen hier hin, weil ihnen das Spaß macht. Die kommen wirklich aus allen Teilen der Stadt, teilweise sogar von ganz, ganz weit her. Wir haben noch ein bisschen was vor in Mainz. Ja. Könnt ihr uns zum Abschied, würdet ihr noch was singen? Ja klar. Jungs, können wir Also hat Gott singen? Können wir das kriegen wir das auswendig hin? Ja, ne? Okay, dann tun wir das jetzt. Vielen Dank, euch noch ganz, ganz viel Spaß in dieser Gemeinschaft, wirklich mit allen rührenden und tollen Momenten. Das ist super. Und vielen Dank, dass ihr für uns singt heute. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön.
Das war ein Start in Mainz, oder so sehr gefühlvoll. Und, Hier gerade da, ich hatte schon was für den Kopf, fürs Herz und die Seele. Gell? Ist krass, das ist oder? gut, es wird und was. Ich glaube, du wirst hier noch mehr gute Sachen erleben. Ich lass dich jetzt mal ziehen, aber wir sehen uns Wir noch sehen mal. uns, Ja? wir sehen uns später. Mach's gut. Ein Spaziergang durch die Altstadt lohnt sich. Fachwerk, traditionelle Weinstuben und verwinkelte Gässchen. Wir haben eine Einladung bekommen von der Anke und der Julia. Und die haben was viele Leute wollen. Vor allem am Wochenende. Die wollen Eis. Wenn Eisdielen gekürt werden, landen die beiden immer ganz, ganz weit oben im Ranking. Hi, das ist ja... Seid ihr noch gescheit? Grüß dich, hi. Ich bin Anke, hallo. Hallo, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ist ein bisschen verrückt. Das Spricht für euch. Danke. Ist ja irre. Ja, wollen wir soll ich mal dich rein? reinnehmen? Ja, Dann bitte. kannst du dir das mal alles Ja. anschauen. Ich muss arbeiten, ich drängel mich nicht vor. Log eher. Komm, wir sneaken uns hier einmal rein. Achtung, Achtung, einmal hier kurz durch. Das ist Sorry, ja- I'm sorry. Sorry, hi. So, Hallo. genau. Hi. So, das ist Julia, genau, wir zwei machen Grüß dich, hallo. Du bist ja großer Eisfan. Ich bin ein großer Essfan erstmal und da Eis da und hab ein Faible für Süßes. Von daher ist Eis, na klar, super. Cool. Sehr schön. Jetzt habe ich gehört, ihr macht sehr gutes Eis und Außergewöhnliches, stimmt das? Ja. Okay, was habt ihr für Konzept, was für Idee und was darf ich probieren? Die 3 relevanten Fragen. Also du kannst alles probieren, würde ich sagen. Und unser Konzept ist tatsächlich, dass wir haben über 230 Sorten und wechseln Über jeden Tag. 230. Tatsächlich, ja. Und wir wechseln jeden Tag und haben aber ganz viele regionale Sorten, ausgefallene Sorte wie grüne Soße oder heute haben wir Aperitivo, das ist Aperol Spritz eigentlich. Da habe ich gehört, das ist in eurer Redaktion sehr beliebt. Tanja moderiert mit mir die Morning Show. Du hast das gehört. Ihr müsstet mir quasi so einen Alarm schicken, immer wenn ihr es wieder macht, weil dann jage ich euch die Tanja vorbei. Das probiere ich aber mal stellvertretend. Gerne. Na klar. Hättest du noch was anderes oder? Was Joghurt, Harmonie? Erdbeer, Chia finde ich persönlich auch Ja, ziemlich packen wir lecker. dazu. Packen wir da drunter. Chia kriege ich auch immer von ihr verabreicht. Ich mag das Eingeweichte nicht so, aber... Das knackt ein bisschen. Ja, Oder wenn's lieber noch, Nougat Nee, Schoko. wenn es noch knackt, ist super. Ja, es knackt noch. Nur wenn es noch schlonzig wird, dann mag ich es nicht. So. Ihr zwei... Ja. Und ihr zwei habt schon im Kindergarten miteinander davon geträumt, eine Eisdiele zu haben, oder wie? So ähnlich. Also Ja, wir nicht kennen uns ganz. seit dem Studium, haben uns am ersten Tag vom Studium kennengelernt und haben aber Medienmanagement studiert. Und Alles schmeckt gut. ein bisschen. Uns Das ist der raus. Knaller. Das ist mega gut. Oh, Ja, wirklich. so jetzt vor allen Dingen an so einem warmen Tag, ne? Oh, Ja. das ist richtig geil. Aperol Spritz zum Schlecken. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe euch unterbrochen. Ihr habt Medienmanagement. Genau. Und hatten eigentlich gedacht, wir arbeiten ganz normal in einer Werbeagentur oder Unternehmensberatung und hatten dann aber irgendwie auch Lust auf Eis. Aber wollten es nur nebenbei machen. Und das war eigentlich unser Plan. Und der Plan ist nicht aufgegangen. Es ist ab Tag 1 eskaliert und seit 11 Jahren machen wir nur noch Eis. Jetzt. Seid ihr immer schon hier? Nee, genau. Angefangen haben wir an der Neustadt. Also am Gartenfeldplatz, deswegen ursprünglich heißen wir Nice, das Neustadt-Eis. Also das N kommt von der Neustadt. Und ja, das N ziehen wir jetzt aber auch bald nach Frankfurt, ins Nordend. Also das wird es dann vielleicht auch da geben. Bleibt hier aber auch. Ja, auf jeden Fall. Ihr expandiert. Yes. Es wird ein Eis-Imperium. Nice, das Nordend-Eis wird geben, ja. Ja, Ja, sehr ich gut. glaube, danach hört es auf. Aber wir Ja, waren zwei ja, Jungs, toll. die da Bock drauf haben, das zu machen. Und die kriegen dann von uns das Eis. Ja. Also euch alles Gute. Danke, gleichfalls. Und ich komme zum Wiederschlecken Ja, vorbei. lass dich schmecken. Ja, macht's gut. Ciao. Gleich nebendran liegt der Winterhafen und hier wartet meine nächste Verabredung. Eine Sache spielt eine Riesenrolle natürlich in Mainz. Das ist der Fluss, der Rhein. Ganz viele verbringen Freizeit oder ihr Leben am oder auf diesem Fluss. Der Hilmar ist sehr, sehr eng verbunden damit und hat eine besondere Fahrschule, wenn man überhaupt Fahrschule sagt, wenn es um Boote geht, gegründet und uns eingeladen und will uns mal zeigen, was er da so treibt. Guck mal da, am Putzen. Das machst du doch nur, weil wir kommen. Das ist korrekt. Servus. Servus. Das glänzt aber schön. Tobi, hi. Moin, Hilmar. Hi. Servus. Schick. Ja, willkommen auf der Steganlage. Ich habe eben gesagt, du hast eine Fahrschule, stimmt das? Ja, eine Bootsfahrschule in dem Eine Fall. Bootsfahrschule. Ja, ist eigentlich schon Ja. Und zwar eine besondere. Was unterscheidet dich mit deiner Bootsfahrschule von anderen? alles.
Alles. Das Team, der Flair Ja? und vor allem, dass wir elektrisch fahren und dass wir einen kompletten Online-Kurs haben. Okay. Aber auch beides bieten, online und vor Ort und da möglichst convenient. Also elektrisch ist schon mal eine Nummer. Ja, So. ne? Also ruhig, Ja, so, keine Sauerei. probieren wir jetzt aus, ja? Probier mal, okay, probier mal aus. Ist das eine Schwimmweste? Ja, korrekt. Die sind aber auch schlanker geworden als früher, oder? Ja, auch das soll ja schick aussehen. So, hast du Bock? Ja, ja klar. Okay, dann kannst du mir am besten folgen. Einmal hier rein Rein kann ich. und dann, ja, da kannst du festhalten. So, und dann hier direkt auf dem Fahrersitz. Auf den, So starten wir direkt. auf den Fahrersitz. Hilmar, das ist gut. Ja? Ja, das sitzt mir gut hier. Zack. Genau. Und jetzt musst wirklich ganz vorsichtig mit dem Hebel umgehen, sonst fällt ja, unser Kameramann über Bord. Das wollen wir nicht. Da ist jetzt ernst, ne? Hier ist richtig ernst. Hier gucken wir jetzt mal direkt, dass wir nicht über den Haufen gefahren werden. Da kommt Ja. nichts. Okay, dann kannst du aber noch mal auf die grüne Tonne zufahren. Und dann würden wir auch mit dem ersten Manöver beginnen, wenn du Lust hast. Ja. Und zwar ist das das Mensch-über-Bord-Manöver. Okay. Mensch über Bord, wenn jemand über Bord fällt, wollen wir ihn wieder reinholen. Da würde jetzt jemand reinfallen. Das machen wir so. Du sagst, wann es soweit ist. Du stellst auf neutral, musst nur aufpassen, dass du nicht aus Versehen in den Rückwärtsgang gehst. Und dann Mensch über Sag, Bord. und jetzt fahren wir hier sofort rum. Genau, perfekt. Super. Okay. Ja, und dann müssen wir nur noch auf ihn zufahren und ihn einsammeln. Das machen wir jetzt mal. Machen wir jetzt mal. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie so Machst du rankommen. gut. Genau, ein bisschen nach Steuerbord, sonst treibt er weg. Gut, und wieder auf neutral. Perfekt, guck mal. Yay, beim ersten Mal. Hol den Kleinen rein. Yeah. Das haben wir gut gemacht. Geil, mega. Ein bisschen Dankbarkeit wäre angebracht. Jawohl. Okay. Der zahlt nachher an den Bootshaus. Cool. Hilmar, wie bist du denn auf dem Fluss gelandet? Ist es so ein familiäres Ding bei dir oder? Also meine Eltern haben mich schon zum Bootfahren gebracht damals, hatten lange ein Segelboot im Mittelmeer. Ja, so bin ich aufs Wasser gekommen und tatsächlich habe ich 2005 On Water als Wakeboard-Schule gegründet, weil ich selber Wakeboarden wollte und irgendwie jemanden wollte, der es bezahlt, dass ich mir es leisten kann als Dann Student. mache ich es halt selber. Genau. Okay. Dann habe ich mir was gesucht, was man skalieren kann, wo man wirklich mitarbeiten kann. Das ist dann natürlich die Ausbildung. Ja. Okay, jetzt kannst du einmal nach Steuerbord rum. Wenn man so einen Bootsführerschein macht, Ja, ist das so, dass man sich auch Boote dann leihen kann oder muss man sich eins kaufen? nö, also wir haben ja, hast ja eben den Steg gesehen, da lagen ja einige Charterboote. Also wenn ich ein Boot habe, sagst du, Wochenende, hätte ich Lust, Genau. ist was da. Ja, wir haben einen Online-Kalender, da kann man ganz genau gucken, kann sich auch frei die Uhrzeiten aussuchen Ja. und dann kann man das für 2, 3, 4, 5 Stunden Okay. chartern. Ja. So, okay, guck mal, dann habt ihr jetzt Luki, jetzt haben wir mal einen Blick hier. gewohnt. Der Wiesbadener ist es ja gewohnt, der schöne Blick auf Mainz. Deswegen ist ja Wiesbaden so schön, gell? Oder wie sagt man das? Schönste an Wiesbaden ist der Blick auf Mainz und umgekehrt. Ja, genau. Hilmar, vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Gerne. Mega guter Lehrer, Top-Schüler, muss man auch mal sagen. Sagst Top-Schüler? Also ein hervorragender Schüler. So, und wir fahren noch ein bisschen, oder? Wir fahren noch mal. Wir fahren noch ein bisschen hier. Muss bestimmt noch was gerettet werden. Guck mal, jetzt kannst du volle Fahrt voraus. Was zu Mainz gehört wieder rein, ist die Fastnacht. Am Fastnachtsbrunnen vorbei geht es ins Fastnachtsmuseum zur Fastnachtsikone Margit Sponheimer. Ich will mal gleich Hello rufen, wenn's hier losgeht. Margit? Ja, Aha. Wo steckst du? Hallo, hallo, hallo. der Tobi Hi, ist hello. da. Hello. Na, das ist ja eine Grüß dich. große Ehre, Hi. dass du bei uns ins Fastnachtsmuseum Andersrum, kommst. ich verneige mich, wirklich.
Vor meinem Alter oder vor was? Nee, von dir wirklich. Ich hab, wirklich, es ist irre. Es gibt so Nummern wie Highway to Hell, AC/DC, Blowing in the Wind, Ja, keine Ahnung, Bob ja, Dylan. ja. Am Rosenmontag bin ich geboren. Ja. So, und schon ist Margit Sponheimer im Kopf. Ja, Wirklich. Dabei bin ich Frankfurterin, geborene Frankfurterin. Und auch nicht am Rosenmontag geboren? Nein, ich bin ein Sonntagskind. Okay. Aber dafür bin ich jetzt Mainzer Ehrenbürgerin. Ja, mega gut. Also es kommt ja alles zusammen. Darf ich dir ein bisschen was zeigen? Ja, ich bitte darum. Ja, Ja, also total. es geht immer hier rum. Hier haben wir unsere schönen Ecken und hier haben wir auch die Kostüme. Das heißt, das Museum ist so eine Art von zweiter Heimat von dir? Also Ja, ein bisschen, oder? natürlich. Und heute habe ich extra das Bild mitgebracht, damit die Leute auch mal sehen, wie ich wirklich war. Das Originalkostüm. Ja, das Original. Okay. Und dann hat mein Mann mir so einen Stuhl gebaut, der war höher als das Komitee beim NCV. Und ich musste da hochkrabbeln mit dem Mikrofon und habe es immer geschafft. Ja. Ja, mega. Ja, das war also schon eine tolle Zeit. Wie bist du in der Fasnacht überhaupt gelandet? Durch einen Zufall. Ich wollte immer auf die Bühne und hatte also eine Kaufmannsfamilie und einen Handwerksbetrieb. Okay. Und das war also Künstler, aber um Gottes Willen nicht. Ach, mach du was Gescheites, oder? Ja, genau so war es. Die schönsten Mädchen waren im Ballett. Die anderen, da war ich nicht drin. Und die anderen schönen Mädchen waren im Komitee, war ich auch nicht drin. Und da habe ich dann gesagt, darf man auch singen? Und ich habe gedefft. Und so bin ich reingerutscht. Und hat mich einer von der Fastnacht gesehen. Und ich bin ja nun mal die allererste Frau, die Fastnachtslieder gesungen hat, weder in Köln noch in Düsseldorf und noch in Aachen. In Mainz war die allererste Frau auf der Bühne. Dann haben wir hier noch was. Wählen Sie einen Film. Wähl doch mal dahin. Mainzer Fastnachtsschlager, ja, also da kann ja nur... Dann wählen Sie. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und ein mega Kleid aber, Ja, oder? ein Paillettenkleid. Mega Kleid. Ja, und eine gute Frisur. Ja, total. Stundenlang. Ich habe gerade gedacht, das hat gedauert. Oder? Das war auch mein Hit damals. Oh, da ist er. Kam der Da raus, ist das er. war 70. Die top number one hit Ja. forever. Ja. Am Rosenmontag in Mainz am Rhein. Es gibt einfach Lieder, da hat man so viel Erfolg und die muss man auch behüten und bewahren. Okay, also da ist weil die es ein Liebe Schatz immer noch da. ist. Ah, wie schön zu Das ist hören. ein Schatz. Ja, gut. Und jetzt sage ich, möchtest du wieder singen? Ja, ja. Nee. Also ich stehe zu dem, was ich gemacht habe, auch im Alter noch, weil ich einfach dem lieben Gott dankbar bin, dass ich so viel Glück im Leben gehabt habe. Und immer im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen habe. So wie dich heute. Margit, Ja. ich sag ja mal eins. Jetzt, ich habe gelesen, angeblich hättest du dich aus der Fastnacht zurückgezogen. Wenn man das Funkeln in diesen Augen sieht, wenn du darüber redest, kann man es sich nicht vorstellen. Es ist furchtbar, mir brennt ja immer noch der Kittel. Aber ich habe mal mit 80 gesagt, es ist jetzt vorbei, weil ich möchte, die Leute sollen mich so in Erinnerung behalten, wie ich damals war. Ich finde, es gibt kaum Unterschiede. Ach, guck mal, ist Oder? der Mann charmant. Oh. Kannst du jeden Tag gucken. Wenn nicht gern. Hier kommen wir zu den Schwellköpfen. Du kannst natürlich auch mal so einen Schwellkopf anziehen. Ach, die kann man Damit aufsetzen. Ja, damit laufen die Leute ja Jetzt verstehe an ich der das erst. Rosenmontagszug rum. Okay. Die ganzen Kilometer. Darfst Haben du wir mal- eine Hilfe, dass er hier Da rein bräuchte ich kann? aber jemanden, der mir reinhilft. Ja. Damit es die Kappe geht. Servus, grüß dich. Hallo. Tobi, grüß hallo. dich. Hallo, Claudia. Grüß dich, Claudia. Hallo. Hallihallo. Hallo. Servus. Das ist der Dr. Dieter Greif. Ah, ja, klar. Okay. Jetzt müssen wir aber ein Ihr Stück schafft mich da rein. Ja, jetzt kommst du mit. Ein Stück Nur davor. Mut. Erst müssen wir hier runter. So. Jetzt musst du dich ein bisschen kleiner machen, bitte. Ja. Ja. Alle mehr die Jüngsten. Ah ja, das geht schon. So. Es riecht nicht so schlimm wie beim Mann. Nein, frisch gewaschen. Drin. Auch das noch. So. Siehst du uns? Hallo, da. Ah, ich sehe euch schon, jetzt. oder? Na also, jetzt kannst du Rosenmontagszug mitlaufen. Ich sag mal, es ist nicht so unbequem, wie man glaubt. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, das möchte ich ewig machen. Ah ja, aber der Rosenmontagszug hält mir mit aus. Außerdem kann man auch die Ärmel rausmachen. Da. Hallo, die Hello. Blondes. Hello. So, jetzt habe ich noch eine Überraschung von euch. Kommt mal mit. Margit hat früher den Anfang gemacht und jetzt haben wir eine Kinderprinzessin. Ach, Der Wie Nachwuchs. schön. Luise die Erste. sieht das toll aus. Ich habe Kröte, doch in Münster heißt es Narrekamp. Ich habe Kröte,
Wir haben Krönche, doch in Münster heißt es Narrekap. Wir haben Krönche, war bei uns rufen wir Hello! Fantastisch. Luise, vielen Dank. Super. Also, hier, Was siehst da muss man sich keine Gedanken machen, oder? Meins blüht. Ja, sehr gut. Ihr Lieben, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Tschüssi. Ja, tschüss, Tobi. Und besuch uns mal wieder. Ich komm wieder. Ja. Wir haben eine Verabredung hier in Mainz-Hechtsheim mit dem Paul. Und der Paul ist Koch. War unterwegs in der ganzen Welt, hat gelernt, gekocht und gearbeitet in Sterne-Restaurants. Jetzt den Hof und das Restaurant seiner Eltern übernommen und hier alles auf den Kopf gestellt. Jetzt gucken wir mal. Hallo. Hi. Hi. Grüß dich. Ich bin der Paul. Tobi. Freut mich, Tobi. Das ist sehr, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Wirklich? Ja, cool. Dürfen wir reinkommen? Auf jeden Fall. Komm kurz rein. Hier ist der Laden. Hier verkaufen wir selbstgemachte Sachen. Erstmal hier ein richtiger Shop. Ja. Wollen wir mal ins Restaurant? Bitte. Dann folgt mir. Ins Restaurant wollen wir. Und wie? Es gibt viele gute Türen. Viele gute Türen, ja. Das ist die beste, meine Lieblingstür. Das ist irre. Cool. Genau, hier wird gekocht. Samstagsabends kochen wir so ein Tasting-Menü aus saisonalen und regionalen Produkten. Und, Saisonal heißt, du wechselst dann häufig, oder? Jeden Abend, ja. Wir kochen jeden Abend was anderes. Oh. So einen kleinen Einblick wollten wir dir heute Mittag dafür geben. Ja. So, klar. Stehe ich da und stelle Fragen. Gerne. Setz dich. Dank dir. Im Moment ist halt jetzt so Spargelzeit in Rheinhessen. Ja. Die ersten Spargel, die bauen mein Onkel und meine Cousine aus Ginsheim an. Also die kommen tatsächlich von eurer Rheinseite. Es sind zwei Landwirtschaftsfamilien, die, sag ich mal, auf einem Hof zusammenkommen und jetzt sich komplett der Kulinarik verschrieben haben. Ich grill erst mal kurz den Spargel und erzähle dir dann gleich noch ein bisschen mehr über unser Brot, okay? Über das Brot? Ja, das Brot, klar. beziehungsweise auch über den Sauerteig. Ah, Sauerteig ist so ein Ding, ne? Sauerteig ist voll das Ding, ja. Cool. Also Sauerteig, ja? Während die da grillen, kann ich dir das kurz zeigen. Ich habe ein bisschen Sauerteig aus der Backstube mitgebracht. Das ist ein Ansatz, der ist über 22 Jahre alt und den habe ich in einem Restaurant in Stockholm geschenkt bekommen. So sieht das dann aus, wenn das gebacken ist. Und genau. Also, der Lasse heißt der. Das ist der Name von dem Sauerteig, weil der ist der Schwede. War ein Abschiedsgeschenk von einem Sterne-Restaurant, in dem ich in Stockholm ein Praktikum gemacht habe. Das war unentgeltlich. Es gab ein Bier die Woche. Und am Ende von diesen, was waren das so, 3, 4, 5 Monate, gab es so ein Glas mit diesem Sauerteig. Und alle haben darauf unterschrieben und ich war stolz wie Oskar, das in meinem Gepäck zu haben. Und habe das dann mit hier hingebracht nach Mainz. Aber ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, weil ich war Koch. Ja. Ich habe mit Backen nichts am Hut gehabt. Und dann irgendwann nach Wochen hat meine Frau gesagt, Paul, ich schmeiß dieses Glas jetzt weg. Und ich war total erbost darüber, wie sie sowas sagen konnte. Ja, ja. Das klingt schon so, wie es klingen muss. So muss es klingen, ja. Ja. Man sieht das hier auch, das ist so eine sehr offenporige Krume. Ja. Du kannst auch dran riechen. Mit sehr viel Aroma. Das ist ein sehr bekömmliches Brot. Riecht nach Brot. Ja. Ja. Jetzt haben wir ein schwedisch-rheinhessisches Brot. Quasi, ja. Ja, die Butter machen wir auch selber. Wir haben so eine kleine Molkerei hier auf dem Hof. Da holen wir uns Jersey-Milch von der Familie Gill aus Bodenheim. Das klingt nach Bullerbü hier. Das klingt total gut. Das ist das kulinarische Paradies. Wird mir schon reichen. Ja, so eine Vinaigrette gemacht mit Tomatenfond aus dem letzten Spätsommer. Und dann eben der Mozzarella. Dazu wollte ich dir kurz noch was erzählen. Also wie gesagt, eine kleine Molkerei. Wir verarbeiten so an die 1000 Liter Milch die Woche hier auf dem Hof in 4 verschiedenen Tagen. Also in 4 Tagen. Klingt gar nicht so klein. Doch, das ist schon mini.
Okay. Das ist eine Person, die Jana, und ein Käsekessel. Und genau, dann machen wir eben Mozzarella. Ja. Aus Mozzarella kann man Ricotta machen, wenn man also als Nebenprodukt quasi aus der Molke von dem Ricotta backen wir ein Brot. Dann machen wir Butter. Aus der Buttermilch kann man wieder irgendwas anderes machen. Ja, ja. Genau, ist einfach so. Ich würde sagen, wenn man einen Begriff dafür bräuchte, was wir hier machen, ist es einfach so Kreislaufküche. Manchmal haben die Gäste abends Glück, wir haben mittags Mozzarella gemacht und der war dann vielleicht noch nie gekühlt, bis sie den auf dem Teller haben. Vielen Dank. Also hausgemachter Mozzarella aus Jersey-Milch, gegrillter Grünspargel, der bei uns in der Familie angebaut wird, und eine Vinaigrette mit Tomatenessig aus dem letzten Jahr. Hier könnte ich bleiben, weiß ich jetzt schon. Heute Abend gibt es ganz viele von den Gängen. Das ist mein Platz. Hier Geschichten hören, offenes Feuer. Ich mache jetzt erstmal den Mozzarella hier. Wie heißt sie? Jana? Jana. Jana und der Zauberkessel? Jana und der Käsekessel. Wow. Mm. Das ist halt auch so ein Produkt, wo richtig der Geschmack, also sag mal mit dem Brot und mit der Butter, aber auch mit dem Mozzarella, das sind so Produkte, da kann man so einen richtigen Geschmack einfangen. Und jemand, der, sag ich mal, nur einen Mozzarella, sag ich mal, aus der Großproduktion gewöhnt ist und sowas dann isst, der versteht, warum man für Handwerk kämpfen sollte. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wirklich, ich knusper noch leer. Mach das. Und wir werden uns wiedersehen. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten euch ja ein paar Besonderheiten versprochen bei diesem Städtetrip. Und jetzt kommt noch eine weitere. Wir hatten bei HR3 im Radio eine tolle Aktion, die hieß Einmal im Leben. Und der Daniel hat gesagt, ich würde gerne einmal im Leben dabei sein, wenn ihr einen Städtetrip dreht. Jetzt guckt ihr dem Team die ganze Zeit über die Schulter. Jetzt wird es aber Zeit, dass ihr den Daniel auch mal seht. Das ist er. Wie ist Hallo, ich bin fasziniert. Hast du Bock, dass wir was zusammen machen? Sehr gerne. Würde mich riesig freuen. Wir machen eine besondere Tour. Wie genau das sein wird, weiß ich auch noch nicht. Aber mit coolen Fahrzeugen. Und zwar mit Hot Rods. Marc. Hi. Moin. Ist der Hot Rod-Chef hier, quasi. Ja. Grüß dich. Hi. Wenn man mit diesen Dingern in der Stadt unterwegs ist, Marc, dann ist vor allem die Perspektive wahrscheinlich eine andere, oder? Oder was macht es aus? Definitiv, ja. Also das heißt, hier ist es in Mainz zum Glück nicht ganz so, aber wenn du so einen Betonmischer neben dir hast, wirkt das schon ein bisschen anders. Ja. Okay, aber cool ist trotzdem. Auf jeden Fall, das kann ich versprechen. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Tour, oder? Ja, würde ich sagen. Das ist so geil. Das ist so gut. Nee. Voll gut. Zack. Handbremse. Handbremse Schlüssel. angezogen. Schlüssel. Schlüssel. Mega gut. Wow. Hier, die drei Superhasen hier. Wahnsinn. Hier kurz raushelfen. Das ist ja fantastisch. Wirklich. Marc, hast du es gut? Das hast du jeden Tag. Ja, ich darf Spaß verkaufen. Das ist in Ordnung. Daniel, wie ist es? Ja, ob das Freudentränen sind oder der Wind. Ganz cool, gell? Daniel, das kann man sich ja viel wünschen, ne? Ja. Bei einmal im Leben, also was man einmal im Leben machen will. Und dann sagst du, ich will einmal im Leben da dabei sein. Wieso das? Naja gut, das Hauptargument steht jetzt vor uns. Ich schaue seit Jahren Tobis Städtetrip. Und so wie es im Fernsehen wirkt, so habe ich es jetzt gerade wirklich in persona erlebt. Und diese gute Stimmung, diese exquisiten, diese außergewöhnlichen Aktivitäten, das ist einfach das, was mir total Spaß macht. Exquisit außergewöhnlich. Mein Mann. Vielen Dank. Wenn ihr in Mainz seid, lohnt sich eine der vielen Führungen, zum Beispiel in der Zitadelle. Die Geschichte der Stadt ist aber nicht nur oberirdisch zu bestaunen.
Wir haben eine Verabredung, und zwar eine spannende mit dem Rainer. Der Rainer hat in seinem Leben sehr viele Dinge gemacht. Unter anderem hat er Krimis geschrieben. Und seine Krimis spielen in und um Mainz. Und einer auch unter Mainz. Und für die Recherche hat der Rainer, da ist er. Servus Rainer, grüß dich, freut mich sehr. Servus Tobi. Ich erzähle gerade, dass du für einen Krimi quasi unterhalb von Mainz recherchiert hast. Ja. Und spannende Sachen entdeckt hast, ne? Ja, das war für mich auch sehr überraschend. Und was sich da alles daraus entwickelte, nämlich ein ganzer Verein mit 5000 Besuchern im Jahr, Irre. Das ist schon ganz toll. Das sind die Mainzer Unterwelten? Ja, darf ich dich mit reinnehmen? Da gehen wir mal rein, na klar. So. In welche Zeit gehen wir denn jetzt hier gerade, Rainer? 1710 bis 1730 wurde das Fort als solches gebaut, also eine Verteidigungseinrichtung mit einer großen Halle wie hier, mit sehr vielen unterirdischen Gängen, die zum Teil sehr niedrig sind. Deswegen bitte für alle Leute, nehmt ihr bitte einen Helm. Ich nehme auch einen. So. Also wir gehen jetzt in einen Gang hinein, der war eigentlich nur 1,50 Meter hoch. Und wir sehen hier nachleuchtende Markierungen aus dem Zweiten Weltkrieg. So alt sind die? Ja. Funktionieren auch noch gut. Ja. Diese Gänge waren voll mit Leuten, voll gestopft. Und die Leute hatten natürlich Angst im Dunkeln. Mach nicht so schnell rein, dass wir uns verlieren. Ich finde hier nie wieder raus. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Hier liegt eine Hand. Ja, das sind so Reste von der letzten Führung. Ne? Oh. Ein bisschen Schwund ist immer. Hier sind wir bei 1,80. Wenn wir hier weitergehen, geht es auf 1,70, 1,60, 1,50. Aber das müssen wir nicht. Meine Gruppe... Ich habe gerade an meine Bandscheibe gedacht. Ja, deswegen gehen wir ja auch. Wir sind ja die Alten und Erfahrenen. Jugend forscht, kann geradeaus weiter. Da hinten sind nämlich die 1,50. Aber wir gehen jetzt hier vorne rechts um die Ecke. Hier wird es nämlich höher. Ah, sehr gut. Nicht viel, aber ein bisschen. Schaut mal hier an. Kennst du diese Dame? Inge, Else oder so? 2.8.56. Deine Mutter vielleicht? Oder? Nein. Nein? Aber vom Profilbild, hier wurde Facebook erfunden. Was ist Facebook anderes als ein nettes Profilbild, Initialen und ein Geburtsdatum? Aber vielleicht war das auch ein Treffdatum, wer weiß. Und davon gibt es hier noch mehr. Ne? Das ist ja echt spannend. So, was haben wir da? Auch 58? Also hier gab es tatsächlich Party. Waren wilde Kellerparty-Zeiten. Was ist denn der Punkt, der dich hier so erwischt hat? Wo du gesagt hast, das lässt mich nicht mehr los. Naja, das war, dass hier das alles verschimmelt, vergammelt war. Also zentimeterdick Schimmel und keiner hat sich drum gekümmert. Und Vandalismus drohte und so weiter. Und dann habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen Sicherung zu machen, ein bisschen sauber zu machen. Und ja, und schon war ich infiziert. Das hat mich ich bin eigentlich Wissenschaftler, vorher hat mich Geschichte eigentlich nicht interessiert. Ja. Aber das wirst du nicht mehr los jetzt, ne? Das wird nicht mehr los, nee. Ich mache ja jetzt schon. 2012 haben wir dann Mainzer Unterwelten gegründet. Stufe. So. Und hier haben bis zu 5000 Leute hier Luftschutz gefunden. Auslöser für all das, dass man hier reinkam, das war hier ein entsprechendes Sirensignal. Und da haben wir hier eine entsprechende Luftschutzsirene. Und wenn das dann Angriff gab, gab es dann... Das war dann das Signal, alle Leute rein, also Luftschutztüren auf, Licht anmachen, alle Leute rein und dann nachher alles zumachen. Das sind vielen Leuten geht es so, die haben hier wirklich Gänsehaut. Manche können das nicht aushalten, dieses Geräusch. Ne? Ja. Also das ist ja eine Original-Luftschutzsirene aus dieser Zeit. Irre. Rainer, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich wünsche dir bei aller Begeisterung und aller Liebe fürs Unten genug Tage in der Sonne oben noch. Ja. Lass es dir gut gehen. Viele Besucher. Wunderbar. Ja, wenn jetzt ein paar Vielen mehr kommen. Ja. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Einen Tipp möchte ich unbedingt noch ausprobieren. Die mehrfach prämierte Rheinhettenbar in der Neutorstraße. Auf uns warten 2 schöne Sachen. Zum einen treffen wir die Anna wieder. Hi. Hi. Na? Freue ich mich. Schön was trinken gehen. Und das zweite ist eine ganz besondere Bar. Ja, eine der besten, die es überhaupt gibt. Ne? Ist natürlich in Mainz. Natürlich, unter den Top 10 der Bars in Deutschland. Und der Chef, der Markus, ist deutscher Cocktailmeister. Nach dir. Und man muss klingeln, Man muss klingeln, um reinzukommen. Soll ich mal? Ja, also angemeldet. Aha. Also reserviert haben wir. Das ist eine gute Idee. Das hat schon was Exklusives, ne? Ja, oder? So bisschen clubmäßig. Cool. Okay. Hallo. Hallo. Bitteschön. Dankeschön. Das gefällt mir schon mal gut. Markus, kannst du uns irgendwas empfehlen? Weil dann könnten wir dir quasi in deinem Handwerk zugucken und hätte was zu trinken beim Schwätzen. Irgendwelche Vorlieben? Gerne, also ich mag immer bitter so gern. So Gin oder Campari. Bitter finde ich auch Das gut. ist sowas, was ich Sehr gut gut, finde. sehr gut, Ja. sehr gut. Da haben wir einige Meisterdrinks von mir aus der Vergangenheit. Ein Meisterdrink, wo das ist gut. mir vielleicht passend wären. Ja. Von klopfe ich auch gleich nochmal ab. Ja. Dann. Ich will auch einen Meisterdrink. Dann bekommst du meinen Meistercocktail von 2016, das Burning Heart. Und du bekommst den Last Dance vom letzten Jahr. The Last Dance, die letzte Station in Mainz. Der richtige Drink. Markus, sehr Finde gut. ich gut, das ist aber beides ein bisschen Kuschelrock-Atmosphäre, oder? Burning Heart, Burning Last Heart und Last Dance. Das ist sehr, sehr gut. Ich hab's nicht so gemeint, egal was es ist. Ich habe auch gar gedacht, zu viele Fragen. Schweigfremder. Was ist das denn? Geil. Das ist ein. Ich räuchere jetzt einen Drink aus dem einen Grund, dass der ein mehr größeres Raucharoma hat. Aber was ist diese Maschine? Ich will sie auf jeden Fall Das haben. riecht wie im Schinken. Das ist eine Smoking Gun, die kriegst du in London. Mittlerweile ist aber auch ist auch in Deutschland mittlerweile erhältlich, aber ich habe so meine ist noch original aus London. Das ist überragend. Das ist mega. Brauche ich auf jeden Fall. Für den kleinen Blumenebel zu Hause. Ja, richtig. Ja, nur wegen Smoke, sondern nur wegen dem Effekt. Wie du hier hinten gerade siehst, unser Hausgin wird jetzt hier gerade gemacht. Der läuft hier kalt im Cold-Dropper durch. Ja, der braucht 8 Stunden, wird er durchmazeriert über Gewürze. Das ist unser Hausgin. Den gibt's dann. Gestern habe ich schon 1 Liter gemacht. Der Liter wird heute Abend irgendwann fertig sein. 1991 habe ich meinen ersten Cocktail-Contest gemacht und damals spontan 2. Platz geholt. Und ja, ach ja, also für Selbstbewusstsein ist auch nicht so schlecht dann, ne? Jo. Oh, jetzt hören wir das mal von innen. Krass, ne? Jetzt schauen wir Da gucken wir erst mal, ob wir das wollen. Ja, ich glaube, wir haben. Das dürfte die nächste Reservierung des Abends sein. So, jetzt hole ich euch erstmal ein schönes Krass, Gläser. das ist, wenn plötzlich, wenn man hier drin sitzt so ein paar Minuten, wie irritierend Tageslicht ist. Stimmt, man ist direkt in Das einer sofort, anderen Bar. sofort in diesem Barmodus. Nachts um 2. Und dann habe ich zu dir gesagt, nein, nein, sowas. Was war das? Deo. Absinth. Absinth aus dem Spray. Das ist Ja. Das gibt nur so einen kleinen Hauch Geschmack mehr. Jetzt schau doch mal dahin. Dann haben wir für Anna das Burning Heart. Ja, Campari Das war Drink. der Das war der Winner Drink Das war der 2016 Hessenmeisterschaft, Platz 1. Ah, okay. Und hier haben wir den Last Dance vom letzten Jahr, der deutsche Meistertitel. Dann Cheers. Prost. Auf dich. Auf dich. Leute, auf euch Auf Mainz, ne? und auf Mainz. Das riecht schon mal fantastisch. Wirklich. Dankeschön. Orangig riecht. Lecker. Guter Ausklang. Ja, Anna, vielen Dank, dass du hier reingesprungen bist. Das hat das Immer schön, dich läuft. zu sehen. Wirklich Ja. toll. Ja. Vielen Dank. Und Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich sage euch ganz ehrlich eins. Also, es ist ja nur ein Sprung über den großen Fluss, wenn man so will, aus Hessen raus. Und ich bin neugierig und ergebnisoffen hierher gefahren. Aber Mainz hat mich krass überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Mainz so schön ist. Selbstbewusst muss man sagen, also die Mainzer, offene Arme, wissen auch mal, was an ihrer Schönheit zu haben, können es aber auch sehr, sehr gut tragen. Also Mainz ist ein Städtetrip wert. Eher 2 Tage als einer, aber lohnt sich. Auf euch. Auf geht's, ne? Jetzt. Alles fallen lassen. Markus, Prost. Das Einzige ist das Schmelzwasser. Das ist mein Lieblingssatz heute.